In diesem Video zeigen wir dir, wie du Anhaftungen vom Lack entfernen kannst, und zwar mit der Lackreinigungskleber. Mit der Zeit bilden sich am Fahrzeug verschiedenste Anhaftungen. Das passiert schon bei neueren Autos, aber natürlich umso mehr auch bei gebrauchten Fahrzeugen. Die versuchen wir bei der Wäsche erstmal chemisch zu entfernen. Da gibt es zahlreiche Videos von uns. Falls du das noch nicht gesehen hast, schau es dir vorher mal an. Alles, was danach noch auf dem Lack ist, was sich noch pickelig anfühlt und noch auf dem Lack klebt sozusagen, müssen wir dann mechanisch entfernen. Das kann man idealerweise per Lackknete machen. Dafür kann man so eine Lackknete hier verwenden oder auch verschiedene Knetpads, Knethandschuhe oder Knettücher. Um die soll es hier nicht gehen, sondern wir gehen explizit auf diese Lackreinigungsknete ein. Ich empfehle dir immer, wirklich immer vor dem Polieren den Lack zu kneten. Egal ob es ein Neuwagen, Gebrauchtwagen oder ein Schrottauto ist. Du solltest immer kneten, einfach um zu vermeiden, dass Rückstände, die sich auf dem Lack befinden, sich in einem Polierpad lösen und du damit einfach das Polierergebnis verschlechterst. Auf der anderen Seite empfehle ich persönlich nie zu kneten, wenn nicht poliert wird. Egal wie mild die Knete ist, sie löst feste Bestandteile vom Lack ab und zieht sie, wenn auch nur kurz, über den Lack. Das verursacht immer Spuren. Ich persönlich handhabe es so, dass ich nie knete, wenn nicht poliert wird. Es muss jeder selbst wissen, aber das ist meine Empfehlung. Jetzt geht's aber los. Wir zeigen dir, wie man knetet, und ab ans Auto. Zack, zack, los geht's. Knet mit Handschuhen macht sich nicht so gut. Ich ziehe sie deswegen aus. Arbeitsschutztechnisch muss es jeder selbst sich überlegen. Als erstes knete ich mir die Knete in eine handliche Form. Man kann sie auch noch mal in der Mitte teilen. Ist dann noch mal ein bisschen sparsamer, aber ich habe halt lieber ein größeres Knetpad in der Hand und arbeite auf mehr Fläche gleichzeitig. Muss hier jeder selbst wissen. Ich verwende ein spezielles Knetgleitmittel. Man kann auch Shampoo-Wasser oder bestimmte Glasreiniger, die nicht so alkoholhaltig sind, verwenden. Beim Knetgleitmittel weiß man, dass es den Lack nicht angreift und dass eine hohe Gleitwirkung garantiert ist, ohne dass ich zu viel Tenside habe, die dann zu stark schäumen oder die Knete beschädigt wird. Wichtig ist, hier ist mehr, ausnahmsweise mehr. Also bitte nicht sparsam damit sein, sondern wirklich gleichmäßig und satt auf den Lack sprühen, Knete mit einsprühen und die Knete ohne Druck, wirklich nur mit dem Auflagegewicht gleichmäßig über den Lack bewegen, so lange, bis sie schmutzig wird. Das braucht so ein bisschen Erfahrung. Je nach Lackzustand sind das wenige Zentimeter bis hin zu einer halben Haube. Da muss man wirklich immer gucken, regelmäßig die Knete umdrehen, in die Knete gucken, ist sie schmutzig, einmal mittig zusammenfalten, sodass du immer eine saubere Seite hast. Bist du mit einem Teilbereich fertig, wisch den Teilbereich ab, bevor du weitermachst, damit das Knetgleitmittel nicht antrocknet. Und entfette den Bereich, wenn du final fertig bist mit dem Kneten, um alle Tenside runterzunehmen, die vielleicht am Ende die Wirkung der Politur verhindern, behindern oder einfach etwas stören können. Deswegen entfetten wir auch immer jede geknetete Oberfläche vor dem Polieren. Ich zeige dir jetzt mal, was passiert, wenn du zu wenig Gleitmittel benutzt. Du siehst schon, es wird hier sehr klebrig. Es sieht erstmal gar nicht so schlimm aus, aber unter näherer Betrachtung siehst du sofort, dass du relativ starke Knetspuren machst. Die lassen sich zwar durch eine Politur beseitigen, aber wir haben natürlich den Grundsatz, wir wollen uns weder unnötig Arbeit machen noch den Lack beschädigen. Du kannst dir die Knete so lange falten, solange du noch irgendwo eine saubere Seite findest. Wenn du beim Klappen, sage ich mal, keine saubere Seite mehr findest, dann knete die Knete einmal ordentlich durch. Und guck mal, ob du noch eine saubere Seite findest. Wenn wirklich alle Seiten dreckig sind, ist die Kneterei für den Müll. Wie gesagt, man kann sie mit Sicherheit noch halbieren. Muss man halt mal gucken, die Zeit, die man dadurch spart, dass die Fläche größer ist, ob die sich lohnt, muss jeder für sich selber rausfinden, ob er mit 150 oder sogar mit 200 Gramm knetet. Das ist immer so ein bisschen eine Geschmackssache. Generell gibt es diese Kneten in 3 Stärken, sage ich mal. Es gibt die milde, dieses meistens weiß oder orange. Dann gibt es die normale, die ist blau, fast in allen Fällen. Und dann gibt es die stärkere, die ist so lila, rosa oder rot. Die starke Knete, das sogenannte Schleifknete, das heißt, da sind schleifende Partikel mit drin, die wirklich sehr effektiv arbeiten. Die würde ich nicht unbedingt für den Hobbyanwender direkt empfehlen, weil danach muss wirklich intensiver poliert werden. Für den Profi-Aufbereiter ist die Knete super geeignet, weil sie sehr effektiv gerade Flugrost und richtig festhaftende Teile entfernt, aber auch definitiv Knetspuren hinterlässt. Also du musst danach wirklich unbedingt polieren, um nicht ein komplett zerkratztes Auto zu übergeben. Generell ist es natürlich auch extrem wichtig, die Knete mit genügend Gleitmittel zu benutzen, weil sonst macht sie wirklich übel Kratzer, die man auch nur mit einem mehrstufigen Polierprozess entfernen kann. Die Haube war jetzt ein relativ einfacher Bereich. Da sind, je nachdem wie das Auto parkt, häufiger mal Flugrostanhaftungen. Jetzt wird es ein bisschen herber. Jetzt müssen wir in die unteren Bereiche gehen, da wo die Bremse ihren ganzen Bremsstaub anwirft, wo der ganze Straßendeck hochgewirbelt wird. Also alles so Türunterkanten. Normalerweise auch im Schwellerbereich. Das Auto hat jetzt ja Kunststoffe, aber da wird es dann eher haarig. Da würde ich vielleicht auch eine separate Knete für nehmen, beziehungsweise die dann einmal benutzen und dann nur dafür aussondern. Wir machen jetzt mal hier unten weiter und dann sehen wir uns später nochmal wieder.
Das Vorgehen am unteren Bereich ist das gleiche Prinzip. Satt einsprühen, wirklich gut benetzen, kneten, abwischen, entfetten. Aber hier bitte öfter kontrollieren, weil hier stärkere Verschmutzungen sind. Das gilt auch für Autos, die stark mit Baumharz und Flugrost auf liegenden Flächen verschmutzt sind. Überall da, wo viele Verschmutzungen sind, regelmäßig kontrollieren und niemals, ich wiederhole es, niemals mit Druck arbeiten. Immer nur so, dass die Knete gleichmäßig aufliegt. Falte sie dir bitte auch so flach, dass sie wirklich ohne große Huckel und Kanten auf dem Lack liegt, sondern möglichst als gerade Fläche. Und selbst bei so einem neuen Auto siehst du, wie hier Flugrost und andere Partikel die Knete verschmutzen. Also Zeit, die Knete zu falten und weiterzumachen. Kneten des ganzen Autos auf diese Weise ist ein sehr langwieriger Prozess, aber macht den Unterschied zwischen einem Pfuscher und einem Zuschmierer und einem guten Aufbereiter und dem Detailer sowieso. Nach dem Kontrollieren und dem Entfetten kannst du natürlich gucken, ob der Knetvorgang gereicht hat. Wiederhol ihn sonst nötigenfalls so lange, bis Partikel entfernt sind oder deine Knete beim Rübergleiten sauber bleibt oder du mit der Hand drüber fährst und der Lack sich glatt anfühlt. Auch ein typisches Bild, was wir immer wieder sehen, Autos, die in der Nähe einer Lackiererei oder in einer Lackiererei stehen oder auch wenn Unterboden lackiert wird. Lacknebel auf dem ganzen Auto ist auch so ein typisches Ding. Da müssen wir unbedingt kneten. Wenn wir das runterpolieren, haben wir diesen ganzen Nebel gelöst mit Politur im Polierpad und das verschlechtert das Ergebnis. Also auch hier ab ans Kneten. Beim Lacknebel haben wir ebenfalls das gleiche Vorgehen. Wir haben zwar keine festen Partikel, haben aber einen Nebel. Es kann immer passieren, dass der sich mal mit dem Knetgleitmittel verklebt. Das heißt, dort regelmäßiger sprühen, regelmäßiger abwischen, regelmäßiger nacharbeiten, kleinere Bereiche machen und öfter kontrollieren. Ist eine sehr müßige Aufgabe, aber glaub mir, das ganze Zeug im Polierpad führt einfach zu keinem schönen Finish. Deswegen leider sehr wichtig. Ja, manchmal muss man den Lack auch mal streicheln, ne? Ist jetzt natürlich hier ein bisschen schwieriger, weil ich bleibe gut hängen, weil die Oberfläche jetzt komplett frei von allen Tensiden und von allen Anhaftungen ist. Jetzt wirklich stockt im Gegensatz zu hier. Aber ich glaube, den Unterschied hat man gut gehört, wie viel Unterschied es macht zu kneten. Wir mussten hier tatsächlich 2 Runden drauf. Deswegen, manchmal ist Kneten auch sehr intensiv, das muss man immer auch ein bisschen mit bedenken, gerade als Profi in seiner Kalkulation. Es ist mit Sicherheit der aufwendigere Schritt, das Auto erst zu waschen, dann zu trocknen, dann zu kneten, dann zu entfetten, dann zu polieren, als wenn man gleich das nasse Auto knetet. Darüber wird es dann auch noch mal ein separates Video geben. Aber es ist auf jeden Fall gründlicher, es ist kontrollierter und gerade bei Extremzuständen auch noch mal so ein bisschen genauer zu überprüfen, wie weit man jetzt ist. Fürs Kneten von einem ganzen Auto kann man je nach Zustand zwischen einer halben und locker 2 Stunden aufwenden. Wenn jetzt nicht sogar noch extreme Sachen draufkommen, dann auf jeden Fall auch länger. Aber generell gilt immer darauf zu achten, Knete nicht zu trocken, die Oberfläche sauber halten, die Knete sauber halten, die Knete gut lagern. Und das ist jetzt auch der letzte Punkt, den wir uns jetzt nochmal anschauen und danach verabschiede ich mich von euch. Zur Lagerung empfiehlt sich der Originalbehälter, wenn er noch erhalten ist. Wenn man beim Aufreißen es schafft, dass diese Folie erhalten bleibt, super, umso besser. Wenn man es nicht schafft, kann man auch einfach einen Gummihandschuh nehmen. Wichtig, ganz, ganz wichtig, dass man die Knete ordentlich mit Gleitmittel einsprüht. Den Handschuh auch, weil sonst klebt das Zeug an dem Plastik. Oder wer da hat, kann natürlich auch gerne Frischhaltefolie nehmen. Wirklich so gut einwickeln, wie bei einem Malerpinsel im Endeffekt. Dann hier in die Dose. Aber aufpassen, man sollte zwischendurch die Knete benutzen, weil es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Knetarten. Es gibt einmal die originale Knete, die am besten wirksam aus japanischer Tonerde. Das ist ein Naturmaterial. Und Naturmaterialien können unter Feuchtigkeit schimmeln. Da sollte man regelmäßig mal reingucken, passiert jetzt nicht innerhalb von Tagen, aber innerhalb von Monaten ist uns das auch schon passiert. Wer so eine günstigere China-Knete hat, die ist aus reinem Kunststoff, da passiert gar nichts, die ist aber auch nicht so effektiv. Deswegen einfach eine Knete regelmäßig benutzen, macht wirklich Sinn, weil sonst kann man sie irgendwann wegschmeißen wegen Schimmel. Im Zweifel getrennt lagern von einer, die neu ist, beziehungsweise die ist noch neu verpackt, von daher kann da auch nichts passieren. In diesem Sinne, alles zum Kneten. Wenn du noch Fragen hast, schreib gerne unten in die Kommentare, uns eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.